Ich zeige dir heute 3 Smart Home Geräte, die du so wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Keines davon kommt aus dem klassischen Einzelhandel. Eins davon habe ich vor 8 Jahren selbst zusammengelötet. Eins davon bestellt man bei einem Platinenfertiger in China. Und eins davon ist ein Geschirrspüler. Naja, irgendwie zumindest. Und damit moin und herzlich willkommen zu Smart Home, aber sicher. Ich bin Joachim. Heute wird es etwas anders. Kein Tutorial, kein Vergleich. Heute 3 Smart Home Geräte, die mich grinsen lassen, weil sie so schräg, so selbstgebaut oder einfach so absurd praktisch sind. Los geht's! Fangen wir mit dem einfachsten an. Das hier ist ein Geschirrspüler. Er ist ungefähr so groß wie eine große Mikrowelle, fast Geschirr für 2 bis 3 Personen. Und das Modell hier heißt BHCDW von Blitzhome und wurde mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt, weil, ganz ehrlich, ich hätte nie aktiv danach gesucht, weil ich nicht gewusst hätte, dass es so eine Produktkategorie überhaupt gibt. Und das Teil gibt es in 2 Versionen, den CDW und den CDW 1. Die 10 € Aufpreis zwischen den beiden Modellen lohnen sich definitiv, denn letzterer ist die smarte Version mit WLAN, App und Restlaufanzeige. Und durch seine Größe ist das Gerät relativ portabel und kann so eigentlich sogar in den nächsten Urlaub mit. Und wer eine kleine Küche hat, alleine oder zu zweit lebt und keinen Bock mehr hat, Gläser von Hand zu spülen, das Ding funktioniert. Es ist leise, es ist schnell und es braucht keinen Festwasseranschluss. Also warum nicht? Wenn es dich interessiert, Link ist natürlich hier in der Videobeschreibung. Und für alle anderen hast du jetzt was für den nächsten Smart Home Stammtisch. Wetten, kaum jemand weiß, dass es so etwas gibt? Apropos Geschirrspüler, wenn du ein Gerät von BSH, also von Bosch Siemens Haushaltsgeräte hast, da gab es einen spannenden Vortrag auf dem Chaos Communication Congress, wie man dort die Buskommunikation abhört und dadurch deutlich mehr kann als bei so einem Tischgerät. Dazu gibt es demnächst ein eigenes Video hier auf dem Kanal. Kommen wir zum zweiten Gerät. Darauf bin ich echt stolz, auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht nochmal bauen wollen würde. Das hier ist meine Dunstabzugshaube, das Modell Sombra von Gutmann. Ein ganz normales Gerät, definitiv kein smartes Gerät, aber da steckt seit 2017 ein ESP8266 drin, den ich selbst eingebaut habe. Mein erstes ESP8266 Gerät damals, noch bevor es Frameworks wie ESP Home und sowas gab. Der Trick dabei: Diese Haube kommuniziert intern über ein normales Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker, also zwischen Frontpanel mit den Tasten und LEDs und der eigentlichen Steuereinheit. Und ich habe den ESP8266 einfach dazwischen eingeklinkt und höre per Hardware-Interrupts die Signale ab. Da ist eine Matrix-Steuerung mit, glaube ich, 1000 Hertz dahinter und so kann man dadurch jeden Tastenabdruck erkennen und selbst sogar Tastendrücke simulieren. Beim ersten Test habe ich übrigens ganz schön geschwitzt, was, wenn mein Gerät die Haubensteuerung da oben durchbrennt, weil der Hersteller Gutmann, der ist schon lange insolvent, also Kundenservice und Ersatzteile, Fehlanzeige. Jetzt aber mal raus aus der Küche. Gerät Nummer 3. Das hier ist ein Bee-Parasite und wenn du fragst, wo kauft man das, dann sage ich nirgends. Du bestellst die Platine bei dem PCB-Hersteller deines Vertrauens, du lötest selbst und dann steckst du das Ding in deine Zimmerpflanze. Die Sensoren funken über Bluetooth Low Energy, also nicht direkt zu Home Assistant, das wäre zu weit, sondern zu meinen Shellys, die ich überall verbaut habe und die als Bluetooth Low Energy Gateway funktionieren. Die Shellys leiten die Daten dann an den Home Assistant weiter. Das Ergebnis: Ich sehe für jede Zimmerpflanze die Bodenfeuchte und ich bekomme natürlich eine Benachrichtigung, wenn einer meiner grünen Mitbewohner Wasser braucht. Und ja, das funktioniert seit mittlerweile 2 Jahren. Im Urlaub kann ich sogar passgenau die Nachbarn in die Wohnung schicken. 3 Geräte: eingekaufter Tischgeschirrspüler, eine selbstgehackte Dunstabzugshaube und handgelötete Pflanzensensoren. Was sie alle verbindet: Sie machen das Smart Home ein Stück witziger, spannender und einfach cooler. Und sie lösen echte Alltagsprobleme, die kein normales Smart Home Produkt im Regal so löst. Wenn du das hier interessant findest, abonnieren kostet dich nichts und hilft mir, genau wie einen Daumen nach oben, massiv den Kanal auszubauen. Und übrigens, was ist dein schrägstes Smart Home Gerät? Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich und dein Smart Home auf. Dein Joachim.